Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana. Der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Hallo zusammen, herzlich willkommen zum ersten Podcast in diesem Jahr von Madame Fogana. Ich bin Christine Ich bin Bettina. und heute haben wir uns gedacht, wollen wir euch mal ein bisschen was erzählen über ein Projekt, was Madame Fo schon einige Zeit macht, nämlich das Schulspeisungsprojekt. Also, dass die Kinder in den Schulen einfach was zu essen bekommen. Vielleicht, Bettina, erzählst du einfach mal, seit wann du das machst, wie du da überhaupt drauf gekommen bist, das anzustoßen. Und ja, da sind wir einfach jetzt mal neugierig. Ja, das ist schön. Wünsche ich dir noch ein gutes neues Jahr, liebe Christine. Ja, Hoffe, ebenfalls. hoffe, es geht euch allen gut. Unser erster Podcast, juhu, juhu. Ich möchte ganz kurz, bevor ich auf deine Frage eingehe, auch nochmal mich bei allen bedanken, die uns über Weihnachten und so liebe Zuschriften geschickt haben. Insbesondere auch die Leute, die jetzt über die Weihnachtsferien, die Weihnachtsfeiertage angefangen haben, unseren Podcast quasi binge zu watchen auf YouTube, kann man ja sich auch das Video angucken und binge zu hören. Da wollte ich mich nochmal bedanken und ich hoffe, dass ihr eben an dieser heutigen Folge auch Spaß habt. Ja, Schulspeisungsprogramm, Christine, das ist ein Projekt, das wir wirklich schon seit fast 20 Jahren machen. Also ganz zu Anfang haben wir das eben mit aufgenommen. Und eine Sache, die vielleicht schön ist, ich habe mich neulich da mit Viktor drüber unterhalten. Und vielleicht, wenn du magst, lass uns doch da mal eben reinhören und Mhm, reingucken, je nachdem, wo ihr jetzt den Podcast euch anhört oder anschaut. mhm. Und wenn wir dann uns Viktors Meinung und seine Erklärung angehört haben, dann können wir beide ja nochmal vielleicht zusammen darauf eingehen. Was meinst du? Ja, das ist eine gute Idee, weil Viktor ist ja der Mann on the place, ja, der weiß ja, wovon er spricht, weil er ist ja wirklich immer vor Ort und da sind wir sicher gespannt. Ja, das ist eine gute Idee. So machen wir Gut, das jetzt. prima. Also, dann kommen hier Viktor und ich. Good morning, Victor. How are you? Oh, good morning. I'm fine. Yeah. Okay, we are missing you here in Accra. I hope everything is okay in Kumasi. Yeah, everything is okay. We are also missing you here. V, I have a question concerning the school feeding program. And I was Yeah. thinking you can give us a better insight from your perspective. Yeah. First of all, I would like you to explain to us what is a school feeding program. Can you just explain for our audience what is our school feeding program? Yeah. A school feeding program is a practice of providing food for school children. It can be breakfast or lunch or both. All right, I see. Is it common in Ghana? Yeah, it's not common in Ghana. Government is doing it in some of the schools, but not all. Only few schools. And Madame Okay. Fo Ghana is also supporting some of the schools in Ghana. Okay. So talking about our school feeding program, maybe you can give me some brief information. Maybe the location and then maybe the age. Where are we doing it in Ghana and just the age range of the children? Because I know the number varies. It depends on how many children are enrolled. Yeah. Currently, we are doing it in the Ashanti region, Busunchi district and Busumi Frihu district. So we are feeding 4 schools: Apeu, All right. Banzo, Detiesu, and Esasi. And I also know we put some efforts in expanding it to Bronga Hafu So, region, I think Bono region. yeah, yes, attack room. Yeah, yes. I see. What are the children eating? What is the common meal? What are we providing? We provide maize, yam, rice, beans, gari, and the whole lot of all kind of food. Yeah, we provide. Yeah, so let me see the common food that is available. The- And what's the name of the meal? You know, like I'm just like we have fufu and soup.
What are the Yeah. meals we are providing? What's the name of the Yeah. meals? Yeah, we provide benku with okra stew. We provide ampesi, that's yam, ball yams. And we also provide rice and stew. Beans, we call it yokagari. Yeah. Okay. And then looking at the benefits, I know we are all humans, and when we are hungry, a full stomach is already very good. But what Yeah. are, let me call it, the positive side effects when you look at school feeding program? Apart from the nutrition, Yeah. I know there are a lot of positive side effects. Maybe you can just brief us on them. Yeah, is help a lot, especially the parent. It release pressure on the parent, especially areas that we selected. Those areas, the parents are poor in such a way that they don't have anything to give to the children when they are to go to school. So Mm-hmm. it's really helping the children. And on top of it, it's also helping the children always being in school, Yeah, because they know definitely if they go to school, they will get something to eat. yeah, So they are always marching to school, and is helping teaching and learning also. So it's helping in both sides, the children and also the parent. yeah, yeah. Yeah. When you would have the chance, would you like to expand the program? Yes, I would say yes if we have the chance. Food prices are has increased and is Yeah, they're going up very high now. Yeah, day in, day out. But if we have the chance, there are a lot of plenty schools in Ghana, and we have a lot of applications in office that are calling for our help. So if we have the chance, it's a good thing. It's very good program. It's very, very good. all right. Thank you, V, so much for your time this morning. I know you're on the way for the next project sites to do a visit. Thank you so much for your insight. Christine and I, we will talk a bit more about it and let our audience know why is the school feeding program so important, and hopefully we get more people to help us. Thank you, V, and have a good day. Yeah, thank you too. Extend my Bye. greetings to them. Okay, bye I will say. bye. Ja, also das war ja schon mal sehr interessant und ich erinnere mich auch noch, als ich das, mal ge da als ich das dein Buch gelesen habe, dass es einfach so war, dass die Kinder in die Schule gekommen sind und dann war aber der Lernerfolg gar nicht der, den du dir erhofft hattest und dann bist du draufgekommen, ja, die Kinder kommen ja immer hungrig in die Schule und dann ist die Konzentration natürlich nicht so doll. Es heißt zwar natürlich auch immer: „Ein dicker Bauch studiert nicht gern", aber dennoch sollte man ja schon ein bisschen was gegessen haben, damit das Hirn auch wirklich arbeitet. Also, das Projekt ist wirklich eine ganz super Geschichte und ich konnte mich ja auch persönlich, davon überzeugen, wie das funktioniert. Finde das auch ganz toll, dass ihr ja Leute beschäftigt, die vor Ort sind, um das Ganze zu kochen und zu verteilen. Ja. Und dann werden ja auch regionale Produkte verwandt, wie jetzt der Viktor das auch gerade gesagt hat, also die Jamswurzel, dann Gemüse. Also das ist ja wirklich auch eine ganz feine Sache. Und ihr unterstützt da jetzt momentan 4 Schulen und würdet aber eigentlich, euch das noch gerne ein bisschen mehr, ausbauen in anderen Regionen, weil Bedarf ist da ja wohl überall da. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nee, genau, das hast du super zusammengefasst. Also noch kurzer Hinweis für alle, die es jetzt angehört haben und sich vielleicht gedacht haben, ha, das habe ich gar nicht so verstanden. Also wie gesagt, auf YouTube und auf Apple Podcasts, wenn ich richtig informiert bin, auf den beiden, könnt ihr das halt als Video auch angucken und dann mit deutschen Untertitel. Also wenn ihr es nochmal genau verstehen wollt, was Viktor gesagt hat. Aber das, was du jetzt gerade so zusammengefasst hast, Christine, genauso ist es. Also das Schulspeisungsprogramm
ist eins der Programme, die die ghanaische Regierung auch vor längerer Zeit ins Leben gerufen hat. Also, wie Victor das erklärt hat, das macht nicht nur Mhm. Madame Fogana, sondern das ist auch so 'ne Initiative der ghanaischen Regierung und wo wir gesagt haben: „Na, das ist super, wenn da eben was Gutes passiert, können wir uns ja nicht nur immer beschweren, dass die Regierung nichts Gutes macht, sondern wenn sie was Gutes machen, einen Ansatz entworfen haben, dann lass uns damit einsteigen.“ Und so ist das am Lake Bosomtwi in der Ashanti-Region, da wo ich ganz früher quasi angefangen habe. Da sind die ersten Schulen und vor allen Dingen auch Kindergärten haben wir damit aufgenommen. Und ausweiten, im Prinzip, wenn wir könnten, könnten wir es Mhm. auf jede Schule, also von Kindergarten bis Mhm. weiterführende Schule, könnten wir das implementieren, so wie du Ja, das weil es eben. ist ja auch, also, es ist ja nicht nur, es ist zum einen ja eine Erleichterung für die Eltern, weil die schon mal sagen: „Ja, super, also, mein Kind hat einmal am Tag schon mal ein Essen, um das ich mich nicht kümmern brauche.“ Also, das ist ja für die schon mal 'ne Erleichterung, und für die Kinder ist es natürlich auch super, dass sie wissen, wenn ich in die Schule gehe, bekomme ich auch ein Essen. Also, man schlägt da quasi, 2 Fliegen mit einer Klappe. Das ist ja wirklich eine tolle Sache. Ja, also genau, 2 Fliegen, daher aber noch mehrere andere Fliegen. Vielleicht beschreibe ich einfach mal, wie so der Ablauf ist. Also generell, die Schulen in Ghana sind so organisiert wie bei uns auch. Da gibt's eben Terms oder Halbjahre, je nachdem, um welche Schulform Mhm. sich es handelt. Und dann, Mhm. haben wir für jede Schule, in der wir das betreiben, 2 Köchinnen angestellt, die aus dem Dorf kommen. Also Victor erwähnte ja APU de Tia Sobanzo. Das könnt ihr mal auf Google Maps nachschauen. Wenn ihr Lake Bosomchi googelt am Südufer, da findet ihr, Entschuldigung, da findet ihr diese Schulen und die beiden Frauen, die dort für die jeweiligen Schulen kochen in den Dörfern, die kommen aus den Dörfern. Also haben wir da schon mal Arbeitsplätze geschaffen. Mhm. Dann haben wir ja mehrere Dörfer zusammen und da haben wir einen sogenannten Koordinator, denn so wie du es auch gerade gesagt hast, die Lebensmittel kaufen wir nur lokal vor Ort ein. Also lokal vor Ort hört sich jetzt so an, na gut, dann können wir in den Tante-Emma-Laden gehen, in dem Dorf jetzt. Mhm. Aber da Ja. reichen natürlich die Ressourcen, also einfach die Menge Mhm. nicht aus, weil wenn wir anfangen einkaufen zu gehen, dann kaufen wir 40, 50, Wird 60, klar. Ja. 50 Kilo Säcke Reis. Also Mhm. das Mhm. bedeutet, sie fahren dann nach Bekwai oder gleich nach Kumasi und kaufen das in Bulk ein, also eine große Menge. Diese Mhm. große Menge muss natürlich dann zusammengepackt werden und wieder an den See gefahren werden, was auch eben eine Herausforderung ist, weil nach APU ist es schwierig, mit dem Auto zu kommen, weil es eben die Ja. Straßen, Ich war Stichwort ja da auch vor Ort Bundenburg, schon mal. Kreuz 3 Es oder ist 4, ja da sehr gibt abenteuerlich, ja dahin zu genau, kommen, ja, muss man sagen. da gibt's keine richtige Straße, genau. Und Ne. deswegen haben wir Mhm. da, wenn du das alles betrachtest, schon die ganzen einheimischen Leute mit einbezogen. Also die Frauen, die vor Ort kochen, kommen aus den Dörfern und kriegen ein kleines Gehalt dafür. Dann kaufen wir die Lebensmittel bei lokalen Marktfrauen ein, die mit dem Einkommen dann wiederum ihre Familie ernähren können. Und dann haben wir die lokalen, ja, Transporteure, nenne ich jetzt mal, die das Essen, die Lebensmittel dann in die einzelnen Dörfer zur, ja, Weiterverarbeitung machen können. Und wir Mhm. haben die Kinder, die davon satt werden und gleichzeitig kommen eben noch mehr Kinder zur Schule. Also da Ja. hast du Mhm. Genau. Ja, ja, genau. Win-Win-Win-Situation hoch 20. Mhm. Und deswegen es wird von überall angefragt. Wie Victor gesagt hat, wir haben so viele Anträge auf dem Schreibtisch liegen. So viel können wir uns aktuell gar nicht leisten. Aber jetzt stellt sich natürlich noch für unsere Zuhörer und Zuschauer vielleicht noch die Frage: Was kostet jetzt so 'n Essen pro Kind, pro Tag oder pro Monat? Ja. Ja, weil das ist ja auch irgendwie 'ne Größenordnung, wo man sagen muss: „Okay, wenn ich da jetzt, das Projekt unterstützen will, mit wie viel Euro kaufe ich dann wie viele Essen oder so?“ Ja, wir haben es mal so runtergebrochen, weil du musst ja alles also von CEDI in Euro umrechnen und dann Mhm, hast du mhm, natürlich ganz viele Unwägbarkeiten. Es kommt darauf an, sind die Lebensmittel verfügbar?
weil wir ja eben hier mit verschiedenen Jahreszeiten, also Trocken- und Mhm. Regenzeit, Zeit, ist klar. nicht zu kämpfen haben, also uns daran anzupassen zu haben. Und dann Ja. kommt es darauf an, ob es genug Gemüse und solche Sachen gibt und ob die Dinge vor Ort verfügbar sind. Ja, also wir bemühen Mhm. uns eben in großen Mengen einzukaufen und dann für alle gleichzeitig, damit man die Transportkosten bündelt und die ganzen Sachen bündelt und so einkauft, dass wenn jetzt Ferien sind, die Sachen nicht schlecht werden. Ja, Also klar. so Mhm. Tomaten, Dosentomaten, die können natürlich auch mal liegen bleiben und ein Sack Reis auch, wobei das schon schwieriger ist, wenn man da so viel lagert. Da hast du dann gerne natürlich auch Mäuse und Ja, und Insekten und sowas, so, die genau. da Ja, verstehe mitmachen. schon. Mhm. Und wenn du das alles so zusammen runterbrichst und dann ungefähr guckst, dass du, ich sag mal, 20 Essenstage im Monat hast, also ne, Wochenende Mhm. natürlich nicht und dann ist mal ein Feiertag, kommen wir auf ungefähr 9 € Im pro Monat. Kind pro Mhm. Monat. Mhm. Aber da muss ich einfach dazu sagen, dass wir jetzt ja eben am Anfang Januar haben und wir jetzt die Abrechnung fürs letzte Jahr, eben den Jahresabschluss und das alles fertig machen. Und da kristallisiert sich schon heraus, was Viktor eben auch gerade erklärt hat, dass wir so eine hohe Inflation haben, was Lebensmittel angeht und so eine enorme Preissteigerung, dass wir Mhm. ich glaube, diese 9 € pro Monat Euro, haben wir dass man die nicht mehr halten seit kann. Anfang an. Ja. Ja, Und ja, damit genau. werden wir Mhm. nicht weiter auskommen. Ja, Und mhm. da müssen wir jetzt einfach mal schauen, zum Beispiel in der Trockenzeit sind natürlich viele Sachen auch einfach teurer, weil die Mhm. Nachfrage gleich ist, aber eben, wenn es nicht regnet für ein halbes Jahr, ist klar, dass bestimmte Sachen einfach nicht wachsen und die dann aus anderen Umgebungen angeliefert werden müssen. Also ich denke, dass wir den Preis pro Monat etwas hoch setzen müssen, einfach damit es realistisch bleibt und wir eben gucken, dass wir noch mehr Leute motivieren, hoffentlich jetzt ja auch durch diesen Podcast, die dann einfach sagen, Mensch, das ist ein Projekt, das hat wirklich Hand und Fuß im wahrsten Sinne des Wortes, also Hand und Löffel in diesem, Ja, mhm. dass man da eben guckt, dass wir den Preis ein bisschen anheben und dass wir hoffentlich noch mehr Spender kriegen, um einfach, also jeder Spender mehr ist ein Kind mehr, ganz einfach. Oder Ja, wenn ein aber Spender ich mehr meine, es ist natürlich ist, schon, glaube ich, schon nachvollziehbar, weil auch bei uns sind die Lebensmittel gestiegen. Also jetzt wohnen wir ja zwar in anderen klimatischen Verhältnissen und haben ja wirklich immer alles von allem, aber trotzdem jammern ja bei uns auch alle, dass alles teurer worden ist, auch insbesondere Butter zum Beispiel, also so grundsätzliche Dinge. Von daher verstehen wir natürlich schon, dass das auch andernorts so ist. Und wenn, wie du eben sagst, mit den klimatischen Bedingungen, Regenzeit und dann, wenn es kein Wasser gibt, dann ist es halt einfach schwierig. Ist schon klar. Aber ich denke auch, bei 9 € oder wenn es dann 10 oder 11 € sind, dann ist es immer noch etwas, wo ich sage, na ja, also ein Kind satt kriegen, pro immer Monat. Mittag mit einem Essen für 10 € oder 11 € im Monat, das ist ja immer noch etwas, was also Wahnsinn ist, ja. Das, finde ich einfach schon ganz großartig, was ihr da Ja. treibt. Ja. Wir haben ja auf unserer Webseite einen Reiter oder eine Fläche, wo Projekte eben anzuklicken ist. Und wenn Mhm. man dort auf Projekte klickt, kann man auswählen, was zum Beispiel, und da gibt es Schulspeisung eben als eigenes Projekt. Und wir haben vor einer Weile mal eine kleine Doku gedreht über dieses Schulspeisungsprogramm. Und da würde ich euch alle einladen, die ihr das jetzt hört, schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei, www.madamfo-ghana.de oder gebt einfach meinen Namen ein, dann Und findet dann ihr uns. kommt ja auch immer richtig raus, Ja. genau. Und wenn ihr dann auf Mhm. Projekte klickt unter Schulspeisung, da gibt es so einen Projektfilm, wo man einfach auch mal noch mal eine bildliche Einordnung bekommt, wie das Ganze aussieht. Ja, also vor Genau. Ort einfach. Ne? Mhm. Ja, also ich denke, das ist eigentlich schon alles jetzt zusammenfassend ganz gut erklärt, denke ich. Also unsere alle, die jetzt zuschauen, zuhören, die können sich da jetzt ein ganz gutes Bild schon mal machen und vertiefend eben noch mal vielleicht das Video dann auf der Homepage sich anschauen. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr vielleicht noch ein paar Euros übrig habt und das Projekt mit ein paar Euros unterstützt. Ja, da würden wir uns sehr, sehr freuen. Wir verlinken euch auch die Sachen unten in den Shownotes. Da könnt ihr einfach mal gucken.
Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast liked, teilt mit euren Freunden und Familie, 'n Genau. Abo dalasst und, ja, Und uns auch einfach an uns einfach mal schreibt, wie ihr das dann so findet oder was euch vielleicht noch sehr interessieren würde. Also, wir sind ganz neugierig, was ihr einfach da von unserem Podcast so haltet. Freuen wir uns immer über Zuschriften. ja. Und, vielleicht als kleiner Ausblick, wir planen, eine Folge, die dann vielleicht auch ein bisschen länger wird oder eigentlich 2 Folgen, Christine, ne? Wir wollen mal mit euch einen Genau. kompletten Jahresrückblick machen, 2024, und haben dazu unseren Projektleiter, Viktor eben eingeladen und das Ganze auch mal für 2025. Wollen wir mal darüber sprechen, wie, unser Ausblick ist, was wir schon geplant haben und was dieses Jahr einfach alles ansteht. Da passieren nämlich, ganz, ganz tolle Dinge und, Genau. ja, Ihr da dürft gibt's, glaube also ich, noch viel gespannt zu und hören. neugierig sein, was wir da alles noch für euch so in petto haben. Ja, Okay, dann wünschen wir euch einfach einen schönen Tag weiterhin. Schaut wieder rein beim nächsten Mal und ja, alles Liebe. alles Tschüss. Liebe. Tschau.